Hallo und willkommen zu unserem Kanal Panama, Visa und Invest. Mein Name ist Klaus Happ und wie ihr sehen könnt, ist heute die Umgebung, wo wir uns befinden, ein bisschen anders. Wir sind in Oberbayern. Könnte vielleicht komisch sein im Zusammenhang mit Panama, wo ihr mich eher in Panama vermuten mögt. Heute sind wir in Deutschland, in Oberbayern, hat aber auch was damit zu tun mit dem Plan B, mit dem Thema Heimat. Wo seid ihr eigentlich zu Hause? Denn der Plan B ist ja etwas zusätzlich, was ihr zu eurer Heimat sozusagen ergänzen könnt. Heute habe ich einen super Gesprächspartner mit dabei, befreundet und Geschäftspartner, der Felix Weinstock von Passport Legacy, weil wir heute das Thema ein bisschen verbinden wollen, Plan B in Panama mit internationalen Staatsbürgerschaften. Felix, was machst du so? Vielen Dank erstmal. Ja, heute eine andere Kulisse. Wunderschön hier. Freut mich natürlich hier sein zu dürfen. Ja, mein Name einfach ganz kurz am Anfang, eine kurze Intro. Felix. Ich lebe seit 10 Jahren in Dubai und ich bin bei der PL Group, genauer gesagt Passport Legacy. Das ist ein Schweizer Unternehmen und wir betreuen internationale Mandanten. Bei meiner Rolle letztendlich eher europäische, deutsche Mandanten auf dem Weg zur zweiten Staatsbürgerschaft über sogenannte Citizenship by Investment Programme. Ja, da gehen wir wahrscheinlich später auch noch mal Genau, ins auf Detail ein. jeden Ja, Fall. aber jetzt ist mal zu dir, Klaus. Ja, Panama natürlich sehr, sehr spannend. Mich würde es interessieren, was war für dich der Moment, an dem du gesagt hast, Panama ist dieses Land für mich, Panama ist mein Plan B? Meine Frau. Ah, Ich okay. habe eine Panamenier zu Hause. Meine Frau kommt aus Panama. Wir haben uns 2006 kennengelernt, Mhm. 2008 zum ersten Mal in Panama gewesen. Mhm. Ich war früher 23 Jahre Kapitalmarktbanker und aus der Sicht eines Bankers damals, Mhm. 2008, aber auch eines Reisenden, Mhm. dachte ich, wow, was ein cooles Land. Also einfach Mhm. cool von dem, wie es aussieht, aber auch was es wirtschaftlich einfach kann, Mhm. was man in Deutschland zu dem Zeitpunkt Mhm. nicht wusste, wenn man mit jemandem gesprochen hat. Und als ich irgendwann keine Lust mehr hatte, weiter Banker zu sein, das war eine schöne Zeit, aber ich wollte was anderes machen, Ja, dachte ich, es wird Panama sein und ja. jetzt müssen wir überlegen, was mache ich denn mit Panama? Und so ging die Reise sozusagen los. Okay, super, ja. Ja, immer sind es die Frauen, oder? Oft, ja. Ja. Und was macht Panama als Land dann so attraktiv und besonders für einen Plan B? Ich glaube, wichtig ist zu verstehen, das Land, was man wählt als Plan B, sollte Mhm. so gewählt sein, dass man sich auch vorstellen kann, dort zu wohnen, Mhm. wenn irgendwann der Plan A gezogen werden soll. Das Mhm. heißt, ich glaube, dafür ist Panama super geeignet. Ja. Mit einigen wenigen anderen Ländern auf der Welt. Mhm. Ist einfach ein wunderschönes Land. Oh, wie schön ist Panama. Ja. Haben wir unseren Kindern auch vorgelesen, Ja. Janosch. Ne? Also das ist Ja. schon ein extrem schönes Land. Aber auch harte Fakten aus der Sicht eines Investors. Der Dollar als Währung ist schon Mhm. sehr entscheidend. Mhm. Wirtschaftswachstum 6% im Schnitt seit 2002 in Dollar. Mhm. Bruttoinlandsproduktwachstum, das ist schon sehr viel. Können nicht viele Da mithalten, können ja. nicht viele mithalten und die großen multinationalen Konzerne, über 250 davon, haben Hauptsitz für Mittel- und Südamerika in Panama City. Mhm. Nicht in Rio oder Brasilia, in den schönen großen Städten des Südens, Mhm. in Panama City. Mhm. Dort sitzen die und die Nestle hat auch ihr Länderresearch gemacht bezüglich Sicherheit, Währung, Wirtschaftswachstum, politische Stabilität. Der Panama-Kanal spielt eine große Rolle, ne? Als Mhm. riesiger Einkommensanker. Und von daher spielt viel mit. Es ist ein sehr sicheres Land, es ist das sicherste Land in Mittel- und Südamerika. Einkommenssicherheit, Mhm. Grundbuch. Und da kommen einfach viele Themen sozusagen dazu. Okay, super. Ja, nein, hört sich alles fantastisch an. Und wo würdest du dann letztendlich sagen, wenn man das vergleicht mit anderen beliebten Plan B-Destinationen, da werfe ich jetzt einfach mal Zypern mit in den Raum, Mhm. Dubai Wo du beispielsweise, zu Hause wo bist? ich zu Hause bin seit mehr als 10 Jahren, ja. Wo würdest du sagen, wo differenziert sich Panama von diesen anderen klassischen Plan B-Destinationen? Ich glaube immer, das muss für jeden das Gefühl sein. Mhm. Wo fühlt er sich zu Hause? Das Gefühl und welches Ziel Mhm. verfolgt man damit? Unsere Kunden in der Regel suchen einen Plan B außerhalb Europas, Mhm. also außerhalb der europäischen Hemisphäre. Da Ja. fallen dann schon mal einige Länder weg, die bestimmt aber auch ganz wunderbar sind. Mhm. Dubai ist ein Land, wo viele unserer Kunden auch investiert sind, was Ja. natürlich auch super viele Vorzüge mit sich bringt. Aber am Ende muss dann jeder für sich auch sehen, in welcher Kultur fühle ich mich wohl. Eher, sage ich mal, östlich von Europa oder westlich auf dem amerikanischen Kontinent. Mhm. Welche Businesskultur, aber auch welche Kultur der Menschen. Wo fühle ich mich wohl? Und was sind so die Gegebenheiten in einem Land?
und das weiß man eigentlich, in welche Richtung Ja. man gehen will. Für mich war es Panama, klar, meine Frau, Ja. ehemaliger Banker. Ich habe gedacht, was ich für mich mache, kann für viele andere auch interessant sein. Mittlerweile sind wir der Marktführer in Europa für die Themen Immobilieninvestment und Visa. Wir haben die eigene Immobilienverwaltung. Ich investiere selbst privat im siebenstelligen Bereich mit in die Projekte. Also ich sitze selber mit meinem Arsch auf der Herdplatte, wenn er mal heiß wird, sozusagen. Ich investiere mit. Wir sind auch Bauträger in Panama. Wir machen eigentlich den Rundum-Service Ja. für unsere Kunden und helfen dort gerne. Ja, fantastisch, super, ja. Und wie du sagst, es gibt keine Pauschallösung, die für Nein. alle passt. Nein. Dementsprechend ist auch einfach eine gute Beratung dann von dir Ja. für deine Mandaten einfach essentiell letztendlich, ja. Und du hast es gerade schon ein bisschen angeteasert, ja, mit Immobilien. Wie läuft es dann konkret ab letztendlich? Wie kann ein Kunde diesen Plan B quasi realisieren, in die Praxis quasi umsetzen? Wie läuft dieses Investorvisum ab konkret? Was sind die Herausforderungen oder Bedingungen, nötige Kapital, und was hat es mit diesem Panama-Pass auf sich? Den Panama-Pass, den Ja. Golden Panama Travel Passport. Genau. Also bei den Investoren-Visa-Arten, was für die meisten von euch in Frage kommt, wenn ihr einen Plan B machen wollt, Motivation ist, Aufenthaltsgenehmigung bekommen in Panama für die Familie auf Lebzeiten. Ja. Das ist die Motivation und die Immobilie ist Mittel zum Zweck. Ja. Das heißt, Panama sagt für das Golden Investor Visum Mindestinvestment von $300.000 Okay. als Investment in Panama und damit bist du legitimiert, deinen Golden Investor Visum Antrag zu machen. Mhm. Und da haben wir unsere deutschsprachigen Partneranwälte, die bei diesem Prozess begleiten. Das sind die Partneranwälte in Panama, die begleiten bei dem Visum, bei dem Thema Passport und Staatsbürgerschaft. Also für das Golden Investor Visum $300.000 Investment getätigt. Dann machst du den Antrag für das Mhm. Golden Investor Visum. Mhm. Ein Investment für die ganze Familie, auch gut. Mhm. Der Passport. Mhm. Der Passport, der Reisepass Panamas, wurde im Oktober letzten Jahres im Gesetz verankert, der Golden Panama Travel Passport, Mhm. Oktober 2025. Mhm. Vor wenigen Wochen im Mai, Juni wurde es budgetiert im Finanzhaushalt Panamas. Also wir sind Okay. einen Schritt weiter schon Okay. gekommen. Also im Gesetz drin. Das Geld ist da von der Regierung. Und wir hoffen, in den nächsten Wochen geht es los. Das bedeutet, jeder, der das Golden Investor Visum hat, Mhm. kann dann sofort seinen Panama-Reisepass beantragen. Mhm. Das ist ein offizielles Reisedokument von Panama. Damit Mhm. kannst du durch die Welt reisen. Da Mhm. gibt es ja auch diese Rankings, da kennst du dich besser Mhm. aus als ich, wie Mhm. wertvoll ein Pass ist in Bezug auf visafreies Reisen. Mhm. Aber wichtig ist, in diesem Golden Panama Travel Passport, mit dem ihr reisen könnt, bleibt ihr in eurer eigenen Nationalität. Ihr bleibt zum Beispiel Deutsch in diesem Dokument, was ihr ja sehr schnell bekommen könnt. Okay, sehr interessant. Ja, das ist, kriegen wir auch immer wieder diese Anfragen für diesen Panama-Passport. Ja, muss man natürlich ein bisschen im Detail dann immer anschauen Ja. mit den Kunden, aber fantastisch, dass sich das Gesetz in die richtige, Genau. in die richtige Richtung bewegt. Ja. Noch mal ganz kurz zu den Immobilieninvestments, weil ich kenne das auch aus Dubai. Da geht natürlich Bestandsimmobilie und Bauprojekt. Und für viele Investoren ist natürlich ein Bauprojekt oftmals interessanter, aufgrund der Wertsteigerungspotenziale. Ist es in Panama ähnlich? Muss es eine Bestandsimmobilie sein oder geht es auch in ein Projekt potenziell? 90% unserer Kunden mindestens kaufen in Neubauprojekten. Mhm. Ihr nennt das in Dubai, glaube ich, Off-Plan. Off-Plan, genau, genau. ganz Ich sage genau. immer Neubauprojekte. Ich selber habe auch immer nur Neubau gekauft, weil es einfach neu ist, modern. Auch hinter der Wand ist alles modern, also die Rohrleitung, Verkabelung. Und du kannst sowohl als auch, du kannst das Golden Investor für die Bestandsimmobilie machen, als auch für den Neubau. Und auch beim Neubau, obwohl die Immobilie noch nicht fertig ist, weil sie vielleicht in 2 Jahren fertiggestellt ist und auch erst in 2 Jahren der Grundbucheintrag ist, kannst du schon heute mittels eines Treuhandkontos mit unseren Partneranwälten direkt und unmittelbar bei Kaufvertragsunterschrift und Treuhandkonto das Golden Investor Visum beantragen. Super Vorteil. Super, ja. Ganz kurz nachhaken, müssen dann diese $300.000 überwiesen werden oder gibt es da Zahlungen? Die 300.000 müssen Genau. vorgelegt werden. Genau. Okay. Super. Der Bauträger will seinen Zahlungsplan, in der Regel 10% bei Kaufvertragsunterschrift, 20% über die Bauzeit, 70% am Ende. Aber der Staat sagt, ich will 300.000 sehen und dann darfst du loslegen. Okay. Das heißt, auf dieses Treuhandkonto, das ist der Zwischenweg, Ja. werden $300.000 eingezahlt und der Treuhänder zahlt dann deinen vereinbarten Zahlungsplan an den Bauträger ab. Okay. Aber die Migrationsbehörde sagt, Eintragung auf das Treuhandkonto gilt gleich
wie ein Grundbucheintrag. Ah, super, okay, perfekt, ja. Und dann vielleicht jetzt, weil das dann natürlich, und da schlagen wir dann letztendlich die Brücke zu der Thematik von meiner Seite mit Staatsbürgerschaft. Du hast gerade eben diesen Panama-Pass erwähnt, ja. Aber wenn jetzt ein Kunde tatsächlich physisch hinziehen sollte nach Panama, wie lange dauert es, bis er dann auch die panamesische Staatsbürgerschaft erlangt? Mhm. Wie viele Jahre muss er da im Land sein ungefähr? Genau. Das ist ja praktisch so ein bisschen auch dann dein Thema, was wir gleich machen. Ja. Panama Staatsbürgerschaft. Reihenfolge, erst investieren 300.000, Golden-Investor-Visum in dem Moment bekommen. Mhm. Dann kannst du auch deinen Panama-Reisepass beantragen. Die Staatsbürgerschaft, dass du Panameño wirst, ist nochmal was anderes. Die Voraussetzung ist, du hast 5 Jahre die Daueraufenthaltsgenehmigung in Panama, also Mhm. mindestens 5 Jahre. Und dann kannst du den Prozess der Staatsbürgerschaft Panama starten. Ich habe 10 Jahre oder ein bisschen länger meine Aufenthaltsgenehmigung Mhm. schon. Und ich habe vor 1,5 Jahren meine Staatsbürgerschaft gestartet. Mhm. Ich bin glücklicherweise durch alle Tests durch. Ich Ja. habe die auch bestanden. Also sowohl Können wir auf Spanisch. Spanisch weitermachen? Ja, genau, wir könnten auf Spanisch weitermachen. Ich weiß nicht, wie es bei dir Nein, dann läuft. können wir nicht. Das heißt, Staatskundetest, Geografie, Geschichte, Okay. Staatswissen Panamas, Politik. Du musst ein Background-Interview über dich führen. Was bringst du eigentlich in das Land ein, Felix? Mhm. Dass wir dir Okay, die Staatsbürger, interessant. keine dumme Frage, was haben wir eigentlich von dir, Ja, ja. dass wir dir das geben? Mhm. Das ist ein Prozess, dauert geschätzt 2 bis 5 Jahre, weil es sind Mhm. viele Behörden, deswegen eine längere Zeitspanne. Ich bin 1,5 Jahre drin. Ich bin so weit aber durch. Jetzt fehlen noch ein paar Unterschriften. Am Mhm. Ende muss es auf dem Tisch Ja. vom Präsidenten landen. Mhm. Aber das ist praktisch der Hintergrund. Bei dir ist es ja ein bisschen anders und bei euch. Aber ich habe einige Kunden gemeinsam mit dir Mhm. und die einfach sagen, Panama als Plan B, als zukünftiger möglicher Wohnort super. Aber ich hätte einfach aus Sicherheitsgründen, Thema Spannungsfall, NATO und was auch immer einen bewegen mag, ich hätte gern nicht diese 5 Jahre gewartet. Ja. Ich hätte gern schneller eine weitere Staatsbürgerschaft. Ja. Und seit 2024 dürfen wir Deutsche das. Das Korrekt. Beibehaltungsgesetz ist gefallen. Mhm. Von daher, Felix, Mhm. was sind die Beweggründe bei euch, Ja. dass Deutsche, Österreicher, Schweizer, die du ja meist betreust, aber auch andere Länder, Ja. Menschen auf dich zukommen und sagen, ich würde gern eine Staatsbürgerschaft auf einer Karibikinsel. Kaum Ja. was Kunden von mir machen. Ja, nein, absolut. Wir haben da schon einige zusammen betreut, ja. Genau, vielleicht einfach ganz kurz zur Einordnung. Was wir eben machen, ist eben Citizenship by Investment, nennt sich das, was eben quasi eine Abkürzung quasi ist über diese Absolut. klassischen Einbürgerungsjahre in dem jeweiligen Land, ja. Und da gibt es ungefähr ein Dutzend Programme weltweit, ja. 5 bekannte in der Karibik eben und dann weitere 5 bisschen verteilt, bisschen Afrika, bisschen Südsee, bisschen Pazifik. Und wir haben natürlich eher andere Kunden betreut aus Westafrika, Inder, Chinesen, weil es bei diesen Mandanten hauptsächlich um die globale Mobilität geht, die Reisefreiheit, die dann eben mit einem zweiten Pass einhergeht. Ja. Und wir haben, wie du richtig sagst, eben seit 2024 sehen wir da aber einen gewissen Trend in dieser Industrie, wo wir jetzt eben nicht nur Leute aus diesen Dritte Weltländern letztendlich betreuen, um eben diese globale Mobilität aufzubauen, sondern eben viele europäische und insbesondere deutsche Mandanten haben. Ja. Und wenn wir jetzt eben über diese Beweggründe sprechen, warum dann letztendlich ein Deutscher so einen Pass bei uns beantragt letztendlich oder ein Programm durchläuft, die sind sehr unterschiedlich. Ja. Es sind sehr viele verschiedene latente Ängste, würde ich sagen, die dann einfach im Zusammenschluss sehr stark sind. Ja. Da geht es um generell Deutschland als Wirtschaftsstandort, ja, mit viel Bürokratie, das Sicherheitsgefühl, was sich ein bisschen verändert hat hier in dem Land leider Gottes. Vielleicht Und dann nicht eben gerade vielleicht nicht gerade hier. hier, ja, vielleicht nicht gerade hier, aber generell in Ja. Großstädten. Ja, das ist wirklich was die Mandanten an uns herantragen und was da wirklich ernst zu nehmen ist natürlich, ja. Und dann natürlich auch das ganze andere Thema, ja, wie geht's weiter? Geopolitische Lage ist ein Absolut. Riesenthema. Für uns ja. auch. Und letztendlich geht es meistens immer um Optionen im Leben und Diversifikation, Ja. oder? Ja, und das fängt in der Zwischenzeit tatsächlich auf Staatsbürgerschaftsebene an, für viele Mandanten natürlich. Und letztendlich wollen unsere Mandanten dieses 100% Klumpenrisiko,
Und jede Abhängigkeit ist quasi das Gegenteil von Vermögensschutz oder Schutz Ja. generell. Und eben, wenn man nur Deutscher ist eben man 100% von der Regierung, von der Politik abhängig. Und da sagen einfach sehr viele in der Zwischenzeit, dieses 100% Klumpenrisiko möchten sie nicht mehr. In Deutschland ist es jetzt erlaubt und dementsprechend kümmern die sich da mit uns dann in der Beratung um eine zweite Staatsbürgerschaft als physische Versicherung und Absicherung für sich und die Familie. Und ich weiß ja von euch und auch von unseren Kunden, das sind also cool klingende Länder, oftmals in der Karibik. Andere Länder wie Sao Tome hatte ich vorher noch nicht gehört, Ja. musste ich sagen. Ich habe aber Bilder mal gegoogelt, Ja. sieht cool aus. Ja. Was sind die wesentlichen Länder oder sagen wir andersrum gefragt, was sind die Favoritenländer, die die Kunden wählen? Ja, also bei den deutschen Mandanten sehen wir eigentlich grundsätzlich zwei Trends. Ja. Zum einen ist eines der 5 Karibikländer, da gibt es St. Kitts und Nevis, Grenada, Dominica, Antigua und Barbuda und St. Lucia. Die differenzieren sich minimal ein bisschen von der Reisefreiheit, von den Investmentbeträgen. Aber von der Bearbeitungszeit gibt es konkrete Unterschiede. St. Kitts und Nevis geht momentan sehr schnell, 6 Monate ungefähr. Dementsprechend ist das momentan so der Favorit bei den deutschen Mandanten. Ist nicht günstig natürlich, ja. Können wir, glaube ich, gleich nochmal drauf eingehen. Aber da hat man innerhalb wirklich von 6 bis 7 Monaten hat man den physischen Pass in der Hand, ja. Und dieser Pass ist dann verhältnismäßig stark, was die Reisefreiheit wiederum angeht. Da kommt man visafrei in den Schengen-Raum, Stand heute noch. Ja. Insgesamt sind es knapp 160 Länder, in die man visafrei einreisen kann. Auf der anderen Seite, das ist dann wirklich auf der anderen Seite der Skala letztendlich von den Investmentbeträgen, sitzt dann eben Sao Tome und Principe in Westafrika. Was in Afrika ist, genau. Westafrika auf Äquatorebene, genau. Und auch Nauru, was ein Südpazifik ist, mehr oder weniger in der Nähe von Australien, Neuseeland, ganz grob. Ja. Und da sitzen die eben im günstigeren Bereich, sage ich mal, aber in der Citizenship by Investment Industrie ist eben so, dass diese Investitionssummen gekoppelt quasi sind an die Stärke des Passes. Ja. Für den deutschen Mandanten stellt sich da eben dann die Grundsatzfrage, möchte ich mehr Geld investieren und einen starken Pass in der Hinterhand haben, ist potenziell relevant, wenn man den deutschen Pass potenziell in der Zukunft ablegen möchte, muss, wie auch immer, dann macht es natürlich Sinn, einen guten in der Hinterhand zu haben. Nauru, Sao Tome, klassisches als Backup, auf das man aufbauen kann, Bankkonten und so weiter, ein bisschen diversifizieren, reicht auch aus, aber eben dieser Pass, wenn man dann nur noch diesen Pass hätte, ist ein bisschen mühsam dann natürlich. Und was kostet es? Ja. Also was kostet so ein Pass, den man ja mehr oder weniger kauft? Ja. Ich habe verstanden, es ist eigentlich wie eine Spende sozusagen an die Regierung. Korrekt. Was kostet das? So mal vielleicht an 3 Beispielen. Ja. Und wie lange dauert denn das eigentlich? Genau, also wie gesagt, in der oberen Preistabelle, sage ich mal, sitzt eben die Karibik mit den 5 Programmen. Da spricht man, wenn ich das jetzt am Hand von St. Kitts mal festlegen kann oder definieren kann, ist die Spendensumme bei $250.000. Okay? Die ändert sich auch nicht, wenn man ein Kind mit reinnimmt oder eine Frau mit reinnimmt. Das heißt, der Betrag ist fix, was zusätzlich Für die Familie. für die Familie, cool. korrekt. Ja. Also man kann Familienmitglieder mit inkludieren. Wenn ich da jetzt einen Alleinantragsteller habe bei mir, der ledig ist und keine Kinder hat und der diesen Pass möchte, dann kostet es in der Regel so knappe 290.000 mit eben diesen Due Diligence-Kosten, Compliance-Kosten noch dazu. Eine 4-köpfige Familie spricht man dann von circa, ja, je nachdem wie alt die Kinder sind, zwischen 310 und 320.000 ungefähr. Ja. Auf der anderen Seite eben in Nauru und Sao Tome, da fängt der Spendenbetrag bei $90.000 an. Ein Alleinantragsteller in Nauru oder in Sao Tome kostet 115.000 ungefähr. Und für eine 4-köpfige Familie ist man dann bei $130.000. Und das ist eben, wie gesagt, diese Preisdifferenz, die man da hat, ja, Karibik gegen Nicht-Karibik, sage ich mal, das ist eben gekoppelt mit der Reisefreiheit. Und von der Dauer, ja, also St. Kitts und Nauru sind momentan die schnellsten, würde ich sagen, innerhalb von 6 Monaten von A bis Z, bis man den Pass physisch in der Hand hat. 6 Monate. 6 Monate, ja. Ja, Sao Tome hat momentan noch ein bisschen Hürden im Post-Approval-Prozess, aber das wird jetzt auch peu à peu verbessert und optimisiert. Dementsprechend geht es dann auch in den nächsten Monaten auch zu diesen 6 Monaten hin, genau. Und das sind letztendlich die 3 Kernprogramme, die die Deutschen bei uns letztendlich durchlaufen.
Und ich glaube, was man verstehen sollte als Unterschied, also jetzt zum Beispiel Panama, das Visum zu bekommen, die Mhm. Daueraufenthaltsgenehmigung, ist ein Immobilieninvestment. Glaube ich, wichtig zu verstehen. Man investiert 300.000 Dollar zum Beispiel mindestens in eine Immobilie, die dem Herrn Müller sozusagen dann auch gehört. Ne? Genau. Der Herr Müller kann dann da gerne selber wohnen oder unsere Immobilienverwaltung in Anspruch nehmen und Dollar Mieteinnahmen generieren. Aber es ist ihm tituliertes Grundbuch Ja. versus zum Beispiel roundabout 200.000 Dollar, aber sehr schnell Ja. eine weitere Staatsbürgerschaft als Spende an den Staat. Ja, genau. Und ich hatte, das muss ich zugeben, als wir uns zum ersten Mal kennengelernt hatten, dachte ich, warum? Mhm. Aber dann haben Kunden von mir begonnen, schon ohne mich, Mhm. bei euch, und die haben mir das dann erzählt, dann habe ich es irgendwann sozusagen verstanden, Ja, weil die Kombination sozusagen, und das ist, glaube ich, der beste Weg, ne? Weil du brauchst ja ein Land, wenn du einen Plan B machst, wo du, wenn es zum Plan A wird, auch leben kannst. genau. Panama ist ein Land, ist ein wunderbares Festland mit super vielen Annehmlichkeiten, aber es ist einfach ein Land, ähm, wo du lebst mit deiner Familie als Plan B, aber die Geschwindigkeit eines zusätzlichen Bausteins der Staatsbürgerschaft, statt 5 Jahre zu warten, ist, glaube ich, die Kombination, und die ist super attraktiv. Ja, genau. Und das ist letztendlich genau so ein Modell, das viele unsere deutschen Mandanten oder europäischen Mandanten generell, nicht nur die Deutschen, auch favorisieren letztendlich. Ja, weil wie gesagt, Aufenthaltstitel Golden Visa, da ist man eben Deutscher mit Aufenthaltserlaubnis Genau. im Ausland. Ja. Und dementsprechend bei uns, die Mandanten, die machen oftmals erstmal den zweiten Pass und dann eben veredeln die diesen zweiten Pass mit einer Genau. Aufenthaltsgenehmigung, wie bei dir in Panama beispielsweise oder andere, die wir gerade eben kurz mal erwähnt haben. Aber viele machen das eben in Panama, vor allem aus Deutschland, weil man dann eben sich quasi so ein kleines Refugium schafft. Ja. Dann reist man in Panama eben nicht als Klaus Happ als Deutscher ein, Genau. ja, sondern eben als Klaus Happ aus St. Kitts und Nevis. Auch die Immobilie gehört dann dem Klaus aus Ja, St. Kitts und Nevis absolut. und nicht dem deutschen Klaus. Ja. Und das ist letztendlich einfach eine Thematik, wie gesagt, da geht es um einen gewissen Schutzfaktor, den die Leute heutzutage einfach gerne haben und wertschätzen, und natürlich auch wieder Diversifikation, weil dieser Zweitpass wird bei den Deutschen zumindest nicht wirklich als klassisches Reisedokument angesehen, sondern vielmehr als Vehikel, auf das man dann aufbauen Genau. kann. Wie gesagt, mit Bankkonten, Immobilienfirmen im Ausland, einfach ein bisschen streuen letztendlich. Von daher, ich hoffe, wir haben euch heute ein bisschen was näher bringen können zu dem Thema Plan B in Panama. Plus natürlich die super Option, sehr schnell eine weitere Staatsbürgerschaft zu bekommen. Wenn ihr mehr Informationen haben wollt, kommt super gerne auf uns zu. Unten in dem Video findet ihr die Kontaktdaten. Freuen wir uns auf euch. Und von daher, Felix, vielen Dank, Ich danke dir. dass du in Deutschland warst. Ja, Sozusagen. Sieht anders aus als in Dubai, ein bisschen, aber ja. auch als in Panama. Und bis bald. Dankeschön. Bis bald. Bis bald.